Realty Income, Prologis, WP Carey, Public Storage oder American Tower. Das sind alles Immobilienunternehmen aus den USA. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute den REIT-Sektor, also den Real Estate Investment Trust-Sektor in den USA genauer an, denn da könnte sich akut eine wirklich interessante Kaufchance ergeben und daher habe ich heute auch ein paar Statistiken zu dem Immobiliensektor mit dabei, aber am Ende gibt es auch eine sehr, sehr spannende Aktie, wo sich jetzt ein Kauf lohnen könnte. Als erstes schauen wir uns hier mal die aktuelle Vermietungsrate der REITs an nach Sektoren, also einmal hier klassische Wohnimmobilien, dann Industrial, dann Büro und letztlich Retail sehen wir hier aufgeteilt und wir sehen, dass vor allem die Retail-Sektoren, also beziehungsweise Retail-Unternehmen, eine sehr starke Vermietungsrate von 95,9% haben, gefolgt von Industrial. Das sind also die zwei stärksten Sektoren. Danach kommt dann Apartments und zuletzt hier diese Büro-REITs, die ich jetzt hier als sehr uninteressant mal herausnehmen würde aus dieser Analyse. Also für mich am allerspannendsten eher Industrial und hier Retail REITs. Wenn wir uns die Cap Rates anschauen und die Total Return Difference, sehen wir, dass wir in einem Moment einer wirklich spannenden Situation sind. Also ganz kurz, Cap Rate Spread ist eine sehr wichtige Kennzahl, generell bei der Analyse von REITs und hilft einfach dabei, ja, die Rentabilität im Vergleich zum Risiko ja, zu bewerten. Also misst einfach die Differenz zwischen der Cap Rate und den Finanzierungskosten und ja, ganz klar, wenn es einen positiven Spread gibt, dann lohnt sich auch eine ja, Investition hier, also dann ist sie potenziell profitabel. Wenn die Cap Rate negativ ist, dann wäre es ein Warnsignal, dann wäre es hier auf jeden Fall eine unprofitable Situation. Das heißt, vor allem in den starken Phasen, wo die Cap Rates sehr hoch waren, da haben natürlich auch die ja, REITs am besten performt und jetzt sind wir auf einem sehr niedrigen Niveau angelangt. Es heißt, hier könnte ja eine Bodenbildung sich anbahnen und ja wieder in Zukunft ein Turnaround stattfinden, was natürlich dann auch dazu führen würde, dass die Kurse von REITs steigen. Außerdem haben wir hier eine sehr interessante Beziehung von den US-10-jährigen Staatsanleihen zu den REITs und wir sehen eigentlich immer, wenn die US-Staatsanleihen steigen, dann sinken auch die REIT-Kurse, aber wenn die Staatsanleihen sinken, dann steigen die Kurse. Also es ist einfach eine bisschen gegenläufige Beziehung, ganz klar. Die Privatanleger, aber natürlich auch Investorengruppen können ja einfach die US-jährigen, also die 10-jährigen Staatsanleihen kaufen, wenn die sowieso so einen hohen Return haben und müssen dann nicht auf die hohen Dividendenrenditen der REITs setzen. Aber wenn eben die Staatsanleihen so niedrig sind, dann werden natürlich hier die REITs im Vergleich immer interessanter und da wir ja jetzt tendenziell eher ja, sinkende Zinsen haben, werden natürlich die REITs wieder interessanter. Das ist auf jeden Fall jetzt beides oder alle drei Sachen schon mal grundsätzlich ein guter Faktor, ein guter Einflussfaktor auf den REIT-Sektor. Außerdem sehen wir hier die jährlichen Kapitalerhöhungen, die haben deutlich abgenommen. Also vor allem in den starken Jahren waren die natürlich sehr, sehr hoch, aber jetzt in den letzten Jahren ist das alles stark zurückgekommen, was natürlich einfach auch an den ja, geänderten Gegebenheiten liegt, weil es auch einfach weniger attraktiv ist, jetzt so hohe ja, Schulden aufzunehmen, beziehungsweise neues Kapital zu beschaffen. Was auch sehr interessant ist, wir sehen jetzt hier die Gross Acquisitions in Blau, also hier sehen wir einfach die Akquisitionen. Die sind jetzt auf einem absoluten Tief angelangt und immer wenn die hier also auf diese hellblaue Linie gekommen sind, dann war es eigentlich eine sehr, sehr spannende Kaufsituation. Also auch hier könnte sich jetzt genauerer Blick lohnen. Also zumindest hier nach diesem Szenario. Außerdem schauen wir uns jetzt hier noch als allererstes, bevor wir auf Einzelaktien kommen, den Gesamtmarkt an im S&P 500 Real Estate und hier haben wir ja schon mal drüber geredet, dass wir jetzt hier einen Rebound sehen sollten auf diese wichtige Zone hier um 255 und da sind wir jetzt tatsächlich auch angekommen und haben ein erstes Kaufsignal ausgelöst. Deswegen habe ich mir jetzt eben auch einzelne Aktien dazu angeschaut. Also ich habe gesehen, okay, der Gesamtmarkt hat jetzt hier ein Kaufsignal generiert. Wie kann ich hier partizipieren an diesem Trendwechsel? Durch welche Einzelaktie kann ich von diesem ja wahrscheinlich vorliegenden Kursanstieg in den nächsten Wochen profitieren?
Also wir müssen festhalten, wir sind hier über die 200-Tage-Linie ausgebrochen, haben hier auch den kurzfristigen Trend erstmal rausgenommen mit Überschreiten von 258 US-Dollar und damit ist jetzt das erste kurzfristige Kaufsignal erreicht und wir sind eben genau an dieser letzten Kurslücke hier um knapp unter 250 bei 245 US-Dollar im Kurs gedreht. Also, der Gesamtmarkt zeigt wirklich sehr, sehr viele positive Signale und von dem her wird es jetzt interessant, ob sich ja einzelne Aktien lohnen. Klar, jeder schaut im REIT-Sektor immer sofort auf Realty Income, deswegen habe ich die Aktie jetzt auch nochmal dabei. Wir haben ja auch mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen oder ich glaube, es ist sogar Monate schon her, über diese Bodenbildung, die hier passiert ist. Ja, genau, das war im November, also ist jetzt schon 2 Monate her. Diese Bodenbildung ist aber ja leider gescheitert. Wir haben ja hier keinen Tagesschlusskurs über die 58,62 bekommen, wie ich es im letzten Video gesagt habe, sondern wir sind hier nur reingewickt. Deswegen war das Kaufsignal nicht valide, sind dann tatsächlich unter diese Bodenbildungsversuch gerutscht und haben aber jetzt hier unten einen neuen Boden gefunden. Der ist tatsächlich auch schon auf Tagesbasis bestätigt mit Überschreiten von 53,58. Also hier wäre jetzt das Kaufsignal da. Und ja, wäre auch auf jeden Fall interessant, jetzt hier langfristig Retail Income zu kaufen. Ich halte viel von Retail Income, habe aber Retail Income nicht im Depot. Ich habe nur eine einzige REIT-Aktie mit dabei. Aber ich finde, man sollte hier nicht immer nur über Retail Income sprechen, weil es gibt auch noch viele andere interessante REITs. Und ich stelle euch heute mal einen REIT vor, ja, der viel interessanter ist als Retail Income, viel mehr Wachstumspotenzial hat und jetzt auch ein sehr spannendes Kaufsignal ausgelöst hat. Und die stelle ich euch jetzt vor, die Aktie bzw. das Unternehmen. Und da geht es nämlich, jetzt kommt der Reveal, um Terreno Realty. Also das ist auch eine ja, Immobilienaktie, aber jetzt hier eine Industrial REIT-Aktie. Man investiert einfach in Logistik- und Industrieimmobilien in den USA und ganz interessant, man konzentriert sich da auf diese absolut urbanen Ballungszentren. Wir gucken uns hier den Qualitätscheck mal an und sehen, dass hier auch die Funds from Operations langfristig schön steigen und die Prognose auch davon ausgeht, dass es hier so weitergehen soll. Auch die Dividende sieht sehr gut aus, die wird auch langfristig erhöht und die Payout Ratio ist hier wirklich relativ gesund mit so circa 80%. Das ist natürlich völlig in Ordnung für einen REIT. Wir sehen auch hier, dass ja, die Margen hier in Ordnung sind. Die sollen sich hier gleichzeitig langsam seitwärts entwickeln. Ist natürlich immer schwierig einzuordnen bei einem REIT, aber auch die Umsätze sollen hier in der Prognose deutlich anwachsen. Die Aktienanzahl, die erhöhen sich hier natürlich. Das ist aber typisch für einen REIT und ist jetzt auch weniger kritisch. Wenn wir uns die Gesamtverschuldung anschauen, dann haben wir hier 20,56%, also auch noch im Rahmen. Und jetzt im Vergleich der letzten Jahre ist die Bewertung deutlich zurückgekommen. Wir sehen hier, dass wir vor allem in diesen Niedrigzinsphasen eine wahnsinnig hohe Bewertung hatten bei Terreno Realty und jetzt sind wir eben im Schnitt der letzten 5 Jahre unter den Niveaus angekommen. Also wir haben ja nur noch ein KGV bzw. auf FFO-Basis von 24 und da hatten wir jetzt im Schnitt der letzten Jahre ja, genau in diesem Rahmen ungefähr auch den Durchschnitt. Deswegen könnte sich da jetzt auch ein Einstieg zumindest hier einfach rein auf Bewertungsbasis lohnen. Wenn wir uns hier mal den fairen Wert von Terreno Realty anschauen, also auf Basis der AFFOs der letzten 3 Jahre, können wir auch sehen, das Unternehmen ist deutlich unterbewertet, nämlich ca. 20% unterbewertet. Wenn wir uns hier die Analystenschätzungen bis 2026 anschauen, dann hätten wir hier ein Potenzial von 68% und aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 30,4%. Also wirklich ja, sehr, sehr hohe Renditeerwartungen hier auf 2 Jahre. Damit könnte man natürlich auch mit solchen Renditen möglicherweise den Gesamtmarkt hinter sich lassen und dann schlagen. Also da ist jetzt einfach ein Punkt für mich erreicht, wo ein Turnaround für REITs mehr oder weniger schon fast unausweichlich erscheint. Wir können uns hier noch den Gewinnfluss anschauen. Also wir sehen jetzt hier nochmal die Tenant Exposure, Rental und so weiter. Einzelne Regionen können wir uns auch angucken. Das Unternehmen ist absolut nur in den USA tätig. Man konzentriert sich da eben auf diese ja, Märkte mit hohem wirtschaftlichen Wachstum und einer hohen Bevölkerungsdichte, also sowas wie Los Angeles, Seattle, San Francisco, New York City, Miami, Washington DC.
Also diese Bereiche, das ist so der Hauptfokus von Terreno Realty und man hat da einfach Lagerhäuser, Verteilzentren, städtische Logistikeinrichtungen, ja, für sowas wie E-Commerce oder Last Mile Delivery. Also die haben ja eine sehr, sehr interessante Ausrichtung auch einfach und ist nochmal ein wirklich fokussierter Player hier in diesem Markt. Bevor wir uns jetzt noch genauer die Dividende anschauen von Terreno Realty, wenn dir dieses Video gefallen hat und du dich generell interessierst für Immobilienaktien oder auch andere spannende langfristige Investitionsmöglichkeiten, dann jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, Abo nicht vergessen, ganz wichtig, dann verpasst du natürlich auch keine neuen Videos mehr, wenn du zusätzlich noch die Glocke aktivierst. Danke dir auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns aber die Dividendenentwicklung von Terreno Realty Corporation mal an. Wir sehen ja auch, dass der Kurs in den letzten 10 Jahren ja, sich sehr positiv entwickelt hat, also 170% Kursgewinne und das ist jetzt ohne Dividenden, also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Wir haben eine Dividendenrendite von über 3% im Moment, also das ist auch schon ein sehr attraktiver Yield, Marktkapitalisierung von 6,10 Milliarden US-Dollar, also es ist auch eher ein kleineres Unternehmen, deswegen hier nochmal Achtung, keine Anlageberatung. Dieses Unternehmen birgt sehr hohe Risiken und ist jetzt im Vergleich zu Realty Income natürlich deutlich risikoreicher, hat aber dafür auch ein höheres Renditepotenzial. Wenn wir uns die Dividende hier anschauen, sehen wir eine wunderschöne Steigerungskurve und so soll es laut Analysten auch weitergehen. Also die Prognose sieht ähnlich gut aus. Ich gehe auch davon aus, dass Terreno Realty hier weiterhin seine Dividende erhöhen wird. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und es wird jetzt eben auch schon seit 14 Jahren hier eine Dividende ausgeschüttet und im letzten Jahr wurde sie um 10,59% erhöht. Also eine wirklich sehr interessante Dividendenaktie generell. Erstens als Ausschütter und zweitens tatsächlich auch als Dividendenwachstumsaktie sollte man sich hier das Unternehmen mal anschauen. Wenn wir uns diesen Kursverlauf mal im Vergleich zum S&P 500 anschauen, sehen wir, dass wir vor allem in den Niedrigzinsphasen 2019, 2020 bis 2021 und 2022 uns deutlich besser entwickelt haben als der S&P 500. Aber ab der Phase, als die Zinsen wirklich stark gestiegen sind, da konnte Terreno Realty mit dem Gesamtmarkt nicht mehr mithalten und da hat der S&P 500 deutlich an Terreno Realty Income Corporation vorbeigezogen. Also er hat einfach mehr Rendite gemacht und deswegen wäre jetzt hier nochmal so ein Indikator dafür, dass hier vielleicht wieder eine ja, Trendwende ja, angebracht ist. Also für mich sehr interessante Aktie. Wir gucken uns jetzt hier auch nochmal den Chart an. Bevor wir dazu kommen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem der besten Broker in Deutschland, da kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen, benutze ich auch selber. Und da kannst du jetzt 25 € Neukundenprämie abräumen mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung. Und das ist natürlich für mich auch eine indirekte Unterstützung, also hilft mir viel weiter. Danke dir. So, jetzt gucken wir uns aber den Chart an bei Terreno Realty und die sind mir eben aufgefallen, als ich die ganzen US-Aktien hier mal angeschaut habe, die eben im Bereich der REITs tätig sind. Da ist mir diese Chartsituation jetzt hier ins Auge geschossen, beziehungsweise als langfristige Investition eignet sich das Unternehmen eben auch, weil hier ein langfristiger Monatstrend intakt ist bei Terreno Realty Corporation und wir sehen eben hier, dass hier ja auf Wochenbasis ein neuer Aufwärtstrend etabliert wurde, der jetzt auch mit dem Gesamtmarkt korrigiert ist. Wir könnten jetzt hier mal das erste Kaufsignal nutzen. Neben mich mit Überschreiten von diesen 60 US-Dollar ist jetzt hier nochmal ein Kaufsignal ja, generiert worden. Es ist nicht die schnellste Aktie. Das ist ja auch typisch für einen Real Estate Investment Trust, dass die Unternehmen einfach langsamer sind. Wenn wir uns hier mal die Bodenbildung anschauen und setzen hier den Stop unter den Wochentrend, dann hätten wir jetzt hier ein Potenzial oder ein CAV aufs Allzeithoch von 3,28, also sehr interessant. Und generell sieht jetzt diese Bodenbildung schon sehr attraktiv aus. Ihr könnt ja auch sehen hier, es ist ein schöner langfristiger Monatsaufwärtstrend, der jetzt eben über Zeit einfach hier korrigiert ist. Und da gehe ich eigentlich wirklich davon aus, dass der Monatstrend jetzt hier mittelfristig fortgesetzt wird und die ersten Signale bahnen sich da jetzt eben an.
Heißt, der Gesamtmarkt sieht gut aus. Es gibt sehr viele fundamentale Anzeichen dafür, dass Immobilienaktien jetzt wieder steigen. Und auf Basis von diesen ganzen Faktoren habe ich jetzt ein Unternehmen gesucht, das akut charttechnisch sehr interessant aussieht und zusätzlich jetzt gerade ein Kaufsignal generiert hat. Und das sehen wir jetzt eben bei Terrano Realty Corporation, aber auch bei Realty Income. Deswegen habe ich die beiden dabei. Aber ich finde, ja, Realty Income ist ein bisschen overhyped. Deswegen wollte ich jetzt hier mal auch eine andere Aktie vorstellen aus dem REIT-Sektor, die nicht weniger spannend ist, sondern vielleicht sogar mehr Potenzial hat als Realty Income und vor allem einfach einen viel schöneren Monatsaufwärtstrend hat. Also das sehen wir ja auch hier. Also Terrano Realty hat einen wunderschönen Aufwärtstrend auf Monatsbasis. Wenn wir die Dividenden noch einblenden, dann sieht der wirklich richtig stark aus auch. Also eine wirklich starke Entwicklung. Und wenn wir damit mal hier Realty Income einfach im Chart vergleichen, sehen wir halt, dass das einfach ja, eine deutlich langsamere Aktie ist und auch von sehr starken Einbrüchen geprägt ist. Und hier eigentlich schon, ja, also dieser Trend eigentlich eine Seitwärtsphase hier ist auf Monatsbasis, oder sieht Terrano Realty einfach viel besser aus. Deswegen würde ich tatsächlich jetzt hier auch Terrano ja, als eine sehr gute Investitionsmöglichkeit hier ansehen, auch wenn natürlich das Risiko deutlich erhöht ist. Das muss auf jeden Fall hier gesagt werden. Aber das war es jetzt hier von meiner Aktie, die ich heute vorstellen wollte und generell mal vielleicht so ein bisschen Gedanken bei euch anregen, hier den Immobiliensektor im Auge zu behalten. Lasst mir doch gerne mal wissen, was ihr von der Aktie haltet oder beziehungsweise vom Gesamtmarkt der Immobilien in den USA. Und wenn du jetzt noch Bock hast auf andere Videos von mir, dann kann ich hier das Video zu Eli Lilly empfehlen. Ist die Aktie vielleicht besser als Novo Nordisk? Die Frage habe ich mir gestellt und darum geht es in diesem Video. Oder auch All in Japan, explodieren japanische Aktien jetzt im Jahr 2025. Gerne auschecken, aber das war's für dieses Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gerne jetzt nochmal Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.